In diesem Video spreche ich über meine Erfahrungen als Patient mit Spastik. Ich erkläre, warum es für mich schwierig ist, auf Kommando stillzuhalten und warum es wichtig ist, mit Verständnis und Geduld auf mich zuzugehen. Aufgrund meiner infantilen Zerebralparese ist es mir nicht möglich, auf Kommando stillzuhalten. Dies ist für Personen, die damit keine Erfahrung haben, oft schwer nachvollziehbar. Menschen, die noch nie mit einer solchen Behinderung konfrontiert waren, sind damit oft überfordert und können nicht verstehen, warum ich nicht einfach stillhalten und locker lassen kann. Wegen meiner Sprachbehinderung und meiner ungezielten Bewegungen entsteht schnell der Eindruck, dass ich geistig eingeschränkt bin. Es kommt häufig vor, dass Menschen mich aufgrund dieses Missverständnisses wie ein Kind behandeln und nicht mit mir, sondern über mich sprechen. Wenn man mir sagt, ich solle bitte stillhalten, ist es, als würde man Öl ins Feuer gießen. Der gut gemeinte Rat verschlimmert die Situation, ich verkrampfe mich und zapple noch mehr. Es ist nicht sinnvoll, dass Behandlungs- und Pflegepersonal gegen die Spastik kämpft, da dies sie nur verstärkt. Menschen mit Spastik besitzen eine immense Kraft, wenn der Spasmus einsetzt. Das ist kaum vorstellbar. Es gibt kein Halten. Dadurch habe ich schon einige Gurte gesprengt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, einen spastisch verkrampften Arm fremd zu bewegen. Dabei besteht die Gefahr, einen Muskel zu überdehnen oder sogar einen Knochen zu brechen. Wenn ich zum Beispiel beim Arzt bin und mir Blut abgenommen werden soll, müssen 1 bis 2 Personen meinen Arm festhalten, damit der Arzt die Vene mit der Nadel treffen kann. Ich kann meinen Arm nicht ruhig halten. Ich habe keine Angst vor der Nadel und versuche mich nicht zu bewegen. Aber je mehr ich stillhalten möchte, desto mehr bewege ich mich. Dies kann zum Beispiel beim Röntgen eine große Herausforderung sein. Es wäre besser, einfach abzuwarten, bis die Spastik nachlässt. Das Dumme daran ist, dass dies mehrere Stunden dauern kann, falls die Spastik überhaupt nachlässt. Ein Arzt oder eine Pflegekraft kann nicht so lange warten. Ich glaube, der richtige Umgang mit Patienten, die eine Spastik haben, ist sehr wichtig. Das Behandlungspersonal sollte keine unnötige Hektik verbreiten, Ruhe ausstrahlen und die Situation etwas auflockern. Menschen sind nervös und angespannt, wenn sie behandelt werden müssen. Bei mir und wahrscheinlich auch bei anderen Personen mit Spastik verstärken Nervosität und Stress die Spastizität. In solchen Situationen sollte das Behandlungspersonal verdeutlichen, dass dies alles kein Problem darstellt, selbst wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Dies könnte dazu beitragen, die Spastik etwas zu lockern. Bei größeren Behandlungen halte ich es für sinnvoll, vorab ein Sedativum anzubieten. Dies erleichtert die Behandlung für alle Beteiligten enorm. Es gibt einen Trick, um meine Spastik für einige Zeit zu reduzieren. Durch einen Zufall im Mai 2021 bemerkte ich, dass meine Spastik nachlässt, wenn ich nichts sehen kann. Ich wollte für ein Video auf meinem YouTube-Kanal ausprobieren, wie es ist, wenn ich nichts sehe, und habe mir eine bequeme Schlafmaske besorgt. Gleich beim ersten Videodreh fiel mir auf, dass ich entspannter war. Dieses Phänomen nutze ich seitdem beim Nägelschneiden. Meine Assistenzkräfte haben mir bestätigt, dass ich nicht so sehr zapple, wenn ich beim Schneiden nicht sehen kann. Wenn Sie als Behandlungspersonal zu einem Menschen mit meiner Behinderung kommen, möchte ich Ihnen folgende Tipps geben. Sprechen Sie die Person direkt und persönlich an. Gehen Sie wie selbstverständlich davon aus, dass keine geistige Beeinträchtigung vorliegt. Versuchen Sie, Ruhe und Kompetenz auszustrahlen. Sagen Sie niemals: Bitte halten Sie jetzt still.